Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Stickzeit Nummer 11. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, um mit mir gemeinsam zu sticken. Denn heute möchte ich euch mitnehmen bei einem Heaven and Earth Design. Und zwar heißt das Motiv Rose Tattoo. Ich werde es euch gleich zeigen. Und es sieht so aus. Leider habe ich das Bild nicht in Papierformat, sondern nur am Tablet. Das Motiv Rose Tattoo, es ist ein Mini und stammt von einer französischen Designerin. Ich werde euch unten den Namen einblenden. Und ja, es wird 347 Stiche hoch und 225 Stiche breit. Und aktuell bin ich bei 40,8% und da werde ich euch jetzt rechts hier einblenden, wie es beim letzten Update ausgesehen hat. Dazu muss ich sagen, das stammt vom Monatsupdate April, denn seitdem habe ich nicht mehr daran gestickt. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie es derzeit aussieht. Und zwar sieht das so aus. Ich habe es ja schon eingespannt in einem Q-Snap. Das heißt, wir werden heute hier weiter sticken und danach die nächste Reihe beginnen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Hopp, verschoben, Verzeihung. Das heißt, ich zeige euch das nochmal am Tablet. Wir werden heute im Bereich hier unterhalb des Kinnes sticken, hier zum Übergang zur Schulter. Ja, und dann baue ich jetzt um. Wir können dann gleich loslegen und ja, wir sehen uns gleich. So, meine Lieben, da bin ich auch schon wieder und habe jetzt alles umgebaut. Ja, die Fäden sind bereit. Ihr wisst ja, ich arbeite ja mit den barkenden Fäden. Ich hoffe, ihr könnt auch wieder den Pattern Keeper sehen, dass ich es wieder schaffe, ihn einzublenden. Dann könnt ihr direkt mitschauen, an welchen Symbolen und wo ich genau sticke. Und falls ihr es jetzt sehen könnt, wir starten mit den grün markierten Symbolen. Das ist die Farbe 3779 und da gibt es ja einen gepackten Faden, ja, mit dem wir jetzt gleich loslegen werden. Der Faden wird wahrscheinlich nicht reichen für diese ganzen Kreuze, die in dieser Farbe zu sticken sind, aber wir fangen mal an. Ja, wie ich euch vorhin schon erzählt habe, ist das ja ein älteres Projekt, das ich schon 2022 gestartet habe. Also ich glaube, so richtig zu sticken habe ich im Jahr 2020 oder 2021 begonnen. Also ich habe ja natürlich schon als Kind gestickt. Ich habe das ja auch in der Schule gelernt, das Sticken. Aber so wie das halt ist im Leben, in der Pubertät, also so als Teenager, hat es mir dann natürlich weniger Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich habe dann wieder 2021 oder 2020 zu sticken begonnen. Und da habe ich dann eigentlich gleich mit einem großen Projekt angefangen. Das war auch im gezählten Kreuzstich. Und zwar war das so ein Pferdekopf. Das habe ich mir damals, ich glaube, bei AliExpress bestellt. So, einen Moment, ich muss nur immer kurz mitschauen und streiche gleich ab. Diese 4 haben wir gestickt.
Ja, wie gesagt, es war auch schon ein größeres Projekt, das erste. Wie gesagt, im gezählten Kreuzstich, und das Projekt war damals, ich glaube, 30 mal 40 Zentimeter groß und auf 14 Counter-Eder, soweit ich mich erinnern kann. Also ich habe eigentlich nie so kleine Projekte gestickt. Das hat mich eigentlich nie so interessiert, sondern eigentlich meistens nur so große Projekte. Mittlerweile sticke ich aber auch kleine Projekte so für zwischendurch, aber der Großteil meiner Projekte sind noch immer groß, teilweise sogar riesig. Also ja, es macht mir eher Spaß, an großen Projekten zu sticken. Mir geht es da jetzt weniger um ein Finish, weil ich weiß, das dauert oft Jahre, bis man da ein Finish hat, sondern einfach um das Sticken und um den Fortschritt. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich Fortschritt erkennen kann. Und ja, ein Finish ist zwar schön, aber ist mir jetzt nicht so wichtig. So, dann werden wir wieder abstreichen. So. Ja, normalerweise rät man ja immer Stickanfängern, mit einem kleinen Projekt anzufangen oder auch vielleicht mit einem Vordruckprojekt anzufangen. Wie gesagt, ich hatte weder das eine noch das andere, sondern bin gleich voll eingestiegen mit einem großen Projekt. Ja, und dann eben im Januar 2022 habe ich dieses Projekt gestartet. Da bin ich dann auf Heaven and Earth gestoßen und habe mir dann, ja, ich wollte ein Mini natürlich, dass es nicht zu riesig wird, und bin dann auf dieses Motiv gestoßen. Da dachte ich mir damals, ja, das ist natürlich ideal, das hat nur, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Farben, ich glaube auf der Website steht 67 Farben, aber tatsächlich glaube ich sind es nur 61 Farben. Ja, und da dachte ich mir, das geht schnell und das gefällt dir, also stickst du dieses Heaven and Earth Design. Aber wie ihr seht, es ist jetzt schon seit 2022 ein UFO, also ein unfertiges Objekt. Aber ich habe jetzt beschlossen, es öfters rauszusuchen, um ein paar Stiche daran zu machen und ein bisschen Fortschritt zu haben. Es wäre ja schon schön, wenn ich jetzt die 50% bald erreichen würde. So, vom Faden ist jetzt nicht mehr viel übrig. Das heißt, so, ich werde ihn jetzt dann gleich vernähen. Ich weiß nicht, gibt es bei euch auch noch jemanden, der am liebsten große Projekte stickt? Ich schaue mir ja auch gerne die Videos von meinen YouTube-Kolleginnen an, und die meisten haben doch eher kleine Projekte, also für meine Verhältnisse kleine Projekte. Mir fällt da jetzt nur der Kanal ein, Frieda stickt, die ja auch große Projekte stickt. So, jetzt suche ich meine Schere. Ich habe sie. So. Ja, auch am Kanal Cross-Stitch-Kiste, auch sie zeigt manchmal etwas größere Projekte. Also sie hat doch schon einige größere Projekte. Aber ansonsten die meisten meiner YouTube-Kolleginnen haben doch eher kleinere Bilder.
Aber ja, wie gesagt, es ist einfach Geschmackssache und jeder soll ja das sticken, was ihm Spaß macht. So, dann kommen wir zur nächsten Farbe. Da seht ihr, ich habe schon markiert, es gibt nur einen einzelnen Stich und das ist die Farbe 224. Ich suche sie mir mal raus. Ich zeige euch kurz auch hier die Garnkarten, wie ich sie immer kitte, mit den Plastikgarnkarten. Und ja, wo ich die DMC-Nummer auf die Etiketten draufschreibe. Also wir haben einen Single Stitch sozusagen. Ja, ich habe noch nicht gesagt, ich sticke das Bild auf 18 Count auf einem vanillegelblichen Aida. Mittlerweile nicht nur gelblich, sondern auch dreckig. Also er hat doch schon einige Schmutzflecken. Ich hatte ihn ja oft in der Hand und damit meine ich ja wirklich in der Hand, denn ich sticke meine Projekte ja immer in der Hand, außer wenn ich ein Video für euch mache. Da sticke ich am Tisch, um das Ganze besser für euch zeigen zu können. Ich hoffe, ihr könnt auch erkennen, was ich sticke. Ansonsten kann ich euch auch nur den Tipp geben, etwas rein zu zoomen. Oder ihr stickt ja selbst an Projekten und hört eigentlich nur zu. So, irgendwo haben wir einen, nein, keinen Knoten, funktioniert. So, und wie gesagt, ein Single Stitch, das heißt, auch den Faden können wir gleich wieder abschneiden. Ja, das ist ja eigentlich das Typische an den Heaven und Earth Designs, dass sie eigentlich viele Single Stitch haben. Aber wie gesagt, ich habe mir ja nur ein Motiv ausgesucht mit 61 Farben. Das heißt, es werden wahrscheinlich nicht so viele einzelne Stiche vorkommen. Gut, dann kann ich das abstreichen. So, und wir markieren die nächste Farbe. Da habe ich einen gebackten Faden und das ist die Farbe 758. Dann schauen wir mal, das ist dieser dunklere. Ja, das ist nur mehr ganz kurz, aber wie ich euch beim letzten Video schon gesagt habe, sticke ich auch an den ganz kurzen, also nehme ich auch die ganz kurzen Fäden. In diesem Fall werden es wahrscheinlich nur 2 Stiche. Ja, mehr wird sich da nicht ausgehen. Ja, das Wetter lädt ja momentan wirklich zum Sticken ein, weil es ist wirklich also sehr kühl. Ich glaube, Temperaturen jetzt am Tag im einstelligen Bereich. Und momentan ist es auch sehr windig, also das fühlt sich dann noch kälter an. So, die 2 Mini-Stiche. Dann werde ich das noch vernähen mit einem Pin Stitch. Ja, meine Videopläne. Dazu möchte ich auch noch ein bisschen was sagen. Ich möchte nur, oh, komme ich nicht mehr durch? Doch. So. Ich werde nur den Faden vernähen. So.
Das war jetzt die Nummer 758. Also da haben wir diese 2 Stiche. Ihr seht wieder am Pattern Keeper und abstreichen. Und dann werde ich gleich nochmal die 758 raussuchen. So, 758. Ist auf der gleichen Garnkarte drauf. So. Da habe ich auch schon einen angefangenen Faden, aber der ist doch wesentlich länger. Ja, ich sticke wieder bis zum Seitenende hier und danach starten wir die nächste Reihe. Aktuell haben wir 18 Stiche gemacht. So. Ja, entschuldigt, zum Thema Videopläne. Ich werde ja jetzt versuchen, also so ist jetzt mal mein Plan, öfters eine Stickzeit zu drehen, und mit öfters meine ich einmal in der Woche. Ich habe wirklich, wirklich viele verschiedene angefangene Projekte, wo ich jetzt euch mitnehmen könnte, was ich euch zeigen möchte. Und ich habe mich sehr gefreut über die letzte Stickzeit, dass ich da so viel positives Feedback erhalten habe. Und ja, ich dachte mir, das wäre doch nett, einmal in der Woche mit euch gemeinsam zu sticken. Und dann möchte ich eigentlich noch einmal in der Woche ein anderes Video drehen, wo ich euch dann Unboxings zeige von meinen Kooperationspartnern oder ja, das Monatsupdate natürlich auch. Ja, und die möchte ich dann immer, wie bereits gehabt, jeden Freitag zeigen. Und ich dachte mir, die Stickzeiten, die Videos zur Stickzeit, würde ich dann jeden Dienstag zeigen. So ist jetzt der Plan. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, auch, da ich ja auch arbeite, dass ich das umsetze. Aber ja, ich werde es versuchen. Ihr werdet ja dann sehen, ob es auch möglich ist, ob das dann auch wirklich so stattfindet. Ja, ich weiß jedenfalls, dass es im November etwas weniger Videos geben wird, da mein Mann und ich im Urlaub sind und wir wieder verreisen. Also da kann es dann sein, dass ich ein paar Videos vordrehe, dass ihr was zum Schauen habt. Oder es gibt eben kein Video. Da muss ich dann schauen, wie sich das ausgeht. So, da haben wir 2 Reihen gestickt von dem Symbol. Ich markiere das wieder und streiche ab. Und wir sticken weiter mit der 758. Ja, mir macht es momentan viel Spaß, die Videos zu machen. Es ist halt immer die Zeit das Problem. Ich habe euch ja schon mal erzählt in einem kleinen Vorstellungsvideo, ja, ich bin Krankenschwester, das ist, ja, ich arbeite da Vollzeit. Letzte Woche hatte ich ja sogar eine 60-Stunden-Woche. Ja, es geht manchmal einfach nicht anders. Diese Woche ist dann natürlich etwas einfacher, da arbeite ich dann weniger.
daher weiß ich halt nicht, ob ich es wirklich schaffe, meinen Plan umzusetzen und wirklich pro Woche 2 Videos zu zeigen. Das heißt, einmal eine Stickzeit und einmal ein anderes Video, eben Unboxing, Monatsupdate. Dann bin ich euch ja auch noch mein geplantes Projekt schuldig, nämlich den Adventskalender zu sticken. Ich habe das ja in einem Video, ich glaube Anfang des Jahres angekündigt, dass ich das vorhabe. Ich habe mittlerweile auch die Materialien zu Hause, die ich dafür benötigen würde, oder nicht würde, sondern die ich benötigen werde. Und ja, wie gesagt, da bin ich euch das Video noch schuldig, aber es kommt. Ich weiß nur noch nicht, wann ich das abdrehen werde. Ich habe ja noch einige Unboxings für euch. Aber ja, ich werde das irgendwie schon auch noch schaffen, auch das euch zu zeigen. So. Da sticken wir wieder rauf. Ja, ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler gemacht. Also diese 3 Kreuze sind falsch. Ich werde die richtigen mal abstreichen. Und zwar, die ihr jetzt in lila seht, sind richtig. Und diese 3, sehe ich gerade, sind falsch. Also nochmal auftrennen. So. Ja, auch das kann passieren. Das Gute an dieser Backmethode ist, dass man diese Fehler ziemlich schnell erkennen kann und dann natürlich auch beheben kann, da ich ja nur in diesen 100er Kästchen sticke. Oder hier, da ich ja hier am Reihenende bin, ist es ein 70er Kästchen. Da ist das gut, da fällt mir gleich auf, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Dann werden wir darunter sticken. So. So, dann sind die 2 dazu. Das heißt, wir haben aktuell 34 Kreuze, also mühsam, es geht langsam dahin, aber ja, kleiner Fortschritt ist auch ein Fortschritt. Hier haben wir halt öfter einen Farbwechsel. Ja, dann möchte ich dieses Monat ein paar herbstliche Motive sticken. Ein bisschen was habe ich mir schon rausgesucht aus meinem Vorrat. Ein bisschen was habe ich auch schon gestickt, aber ganz sicher bin ich mir noch nicht, was ich da sticken möchte. Aber ihr werdet das Endergebnis dann im nächsten Monatsupdate sehen. Das heißt, es wird noch das Monatsupdate Oktober geben. November dann kein Monatsupdate, aber dafür im Dezember mache ich dann ein Monatsupdate für 2 Monate. Ja.
Aktuell dürfte ich da jetzt gerade im Schulterbereich, Gesicht, mit diesem Übergang arbeiten. So, der nächste Faden ist verstickt und werde ihn beenden mit einem Pinstitch wieder. So, gut, dann das Ganze wieder abstreichen. So, 42 Stiche haben wir bis jetzt gemacht, schon über 20 Minuten. Und wir starten die nächste Farbe und das ist die 738. Auch hier habe ich einen gebarkten Faden und zwar einen langen gebarkten Faden. Das heißt, ich sticke wieder von oben nach unten die markierten Felder und werde dann im unteren Feld barken. So, das ist ein etwas gelblicher Ton. So, das waren die ersten 3 Stiche. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt ein paar herbstliche Motive sticken und auch ein bisschen Richtung Halloween, aber da habe ich jetzt nicht so vieles gefunden in meinem Vorrat. Mich würde ja noch interessieren, seid ihr auch eher saisonale Sticker oder stickt ihr einfach querbeet, was euch gerade in den Sinn kommt? Das heißt auch im Sommer mal ein Weihnachtsbild oder umgekehrt zu Weihnachten ein Sommerbild. Im Prinzip ist es ja egal, es soll halt einfach Spaß machen und man soll sich zu nichts zwingen. Es ist ja ein Hobby und sollte ja der Entspannung dienen und kein Muss sein. Denn ich denke, wenn man sich zwingt dazu, dann hört man ziemlich schnell wieder auf mit dem Ganzen. Ja, und wenn man auch mal keine Zeit hat, dann ist es einfach so. Denn natürlich hat das Leben, das wahre Leben Vorrang. So. Das letzte Kreuz in dieser Farbe. Und ich backe hier
den Faden. Ich zeige euch das am Pattern Keeper wieder. Alle markiert und abgestrichen und darunter seht ihr jetzt das blaue Dreieck. Hier habe ich den Faden gebarkt. Gut, wir starten die nächste Farbe. Auch hier 950, wieder ein Single Stitch. Also nur eine einfache Farbe. Ich suche mir das mal raus. Die 950. So. Ein zartes Rosa. Ich starte wieder mit dem Loop. So. Den Faden werde ich dann hinten vernähen. Ich lasse ihn jetzt so hängen, denn sonst müsste ich jetzt umdrehen, aber da warte ich noch. Ja. Das mache ich dann alleine und ja, dann streiche ich das ab. Und wir sticken die nächste Farbe und das ist wieder die 758. Da kann ich dann auch wieder den Faden backen. So. Diese 758 ist eher ein orangefärbig Ton, so lachsfärbig. Da haben wir jetzt 5 Kreuze zu sticken und danach backe ich den Faden unterhalb. So. Auch das ist geschafft. Das letzte Kreuz in dieser Farbe. Und wir backen wieder darunter. Ja, so einmal tiefer den Faden. Ich zeige es euch am Pattern Keeper. Also 5-mal markiert, das haben wir also ist zum Abstreichen und dann habe ich darunter gebackt. Ja, und dann haben wir noch eine Farbe und zwar die 3779 und dann haben wir das Feld
fertig gestickt. 3779. So. Ich hoffe, ihr konntet die ganze Zeit etwas sehen. Ich habe da jetzt leider nicht aufgepasst. So, dann der letzte. Die letzten Farben, also die letzten Stiche in dieser Farbe. Und dann kann ich in der nächsten Reihe starten. Ja, die 3779 ist auch wieder so eine Art Rosaton. Also in diesem 70er Feld hauptsächlich rosa, ein gelblicher Ton und dieses Lachsorange. Also in dem ganzen Bild dominieren eigentlich diese Farben. Dazu noch Rottöne und Brauntöne. Das sind eigentlich die häufigsten Farben dieses Bildes. Ja, stickt ihr eigentlich an einem Heaven and Earth Design? Das habe ich euch eigentlich noch gar nicht gefragt. Es gibt ja doch einige, die solche Designs lieben. Heaven and Earth hat ja wirklich eine Riesenauswahl an Motiven. Also da hat man schon einige Zeit zu tun, um überhaupt das richtige Motiv zu finden. Ich muss sagen, es ist eigentlich das einzige Motiv, das ich sticke von Heaven and Earth. Ich habe da noch ein anderes am Pattern Keeper. Das habe ich aber auch noch nicht gestartet. Und dann, Moment, hier habe ich irgendwo einen Knoten. Ja, so. Ist schon weg der Knoten. Ja, dann habe ich noch ein anderes Motiv und noch einige Freebies von Heaven and Earth. Denn ab und zu gibt sie ja auch Freebies raus. Und die habe ich mir dann gleich am Pattern Keeper gespeichert. Aber noch keines davon angefangen. Ja, die Designs sind zwar toll und es gibt auch eine Menge, aber ehrlich gesagt vom Umsetzen her, also von der Pixelung, gefallen mir die Bilder von The Cross Stitch Studio schon besser, muss ich sagen. Also die sind einfach wirklich detaillierter und ja, wie gesagt, gefallen mir da wirklich besser. Da habe ich auch mehrere Motive am Pattern Keeper. Und auch schon mehrere gestartet. Ihr kennt ja ein paar davon, ein paar noch nicht. Aber die werde ich euch auch vielleicht im Laufe der Zeit zeigen. Ja, ich denke, das sind jetzt die letzten Stiche. Dann ist dieses 70er Feld fertig. Ich glaube, es waren nicht ganz 70 Stiche daran zu sticken, da ich ja schon ein paar Kreuze drin hatte in diesem Feld.
So. Und ich backe jetzt wieder herunter, genau zwischen den anderen zwei bereits gebackten Fäden. Ich streiche ab und markiere meinen backenden Faden. Ihr seht, es sind jetzt 3 Fäden gebackt und 3-mal das blaue Dreieck. Backe wie üblich in der rechten oberen Ecke. Ja, und aktuell haben wir 69 Stiche gemacht, also 69. Und ja, ich denke, ich werde jetzt dann wieder alleine weiter sticken. Die Reihe ist fertig. Ich werde jetzt wieder links weiter sticken in der nächsten Reihe. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht habe und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und das wird ein Unboxing-Video sein. Bis dann. Tschüss.